Manchmal, wenn sich unser Leben nicht so anfühlt, wie wir es erwarten, geschieht etwas Großes im Hintergrund. Gott hat einen Plan und vielleicht verändert sich, in die Licht verändert sich in diesem Moment alles für dich, ohne dass du es bemerkst. Es sind auf diesen unsichtbaren Weg, durch die Gott uns führt, die großen Veränderungen in unserem Leben bewirken. Wenn du dich unruhig verwirken, wenn du dich unruhig verwirrt oder sogar verloren fühlst, ist das kein Zufall. Das ist oft ein Zeichen, dass etwas Wunderbares im Gange ist, etwas, das dich auf eine große Ebene deines Lebens. Wissenschaftler haben gesagt, dass unser Gehirn auf Veränderungen reagiert, selbst wenn wir dieses Bild, unser Geist und unsere Seele sind darauf vorbereitet, uns anzupassen und zu wachsen, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Bleib dran, denn in den nächsten Minuten wirst du die Ansichten erkennen, die darauf hindeuten, dass Gott dein Leben gerade verändert hat. Bis Gott dein Leben gerade verändert, realistisch auf eine Weise, die du bisher übersehen hast. Manchmal erleben wir Momente in unserem Leben, in denen nichts mehr so richtig passt. Es fühlt sich an, als war die bisherige Routine, die uns eine Sicherheit gegeben hat, plötzlich unbequem und unbefriedigend. Dies ist oft ein Zeichen dafür, dass Gott dich in Bewegung setzt. Erlaubt es, dass du dich anrufst, weil du für etwas Größeres bestimmt bist, das außerhalb deiner Komfortzone liegt, das außerhalb deiner Komfortzone liegt. Dieses Gefühl des Unbehagens kann ein starkes Signal dafür sein, dass es Zeit ist, loszulassen, was nicht mehr zu deinem Leben gehört. Es bedeutet, dass du bereit bist, zu wachsen und einen neuen Weg einzuschlagen. Wissenschaftlich gesehen reagieren wir auf Veränderungen im Leben oft mit Widerstand, weil unser Gehirn so programmiert ist, nach Stabilität zu suchen. Doch genau in diesen Momenten des Unbehagens fordert Gott uns heraus, uns weiter zu entwickeln. Es ist seine Art, uns zu zeigen, dass wir aus unserer aktuellen Situation herauswachsen und dass uns Größeres auf uns wartet. Wenn du also gerät mit Frustration, Unsicherheit oder innerer Unruhe kämpfst, seht ihr bewusst, dass dies kein Zufall ist, da Gott bereitet dich auf ein neue Phase deines Lebens vor. Sieht dich aus dem Gewohnten heraus, dich in das hinein zu führen, wofür du wirklich bestimmt bist. Das Unbehagen ist kein Feind, sondern ein Freund, der dir den Weg weist. Es ist der erste Schritt auf die Reise, den Plan zu erfüllen, den Gott für dich hat. Nimm Gott für dich hat. Nimm es als Zeichen, dass eine Veränderung im Gang ist. Eine Veränderung. Im Leben gibt es Zeiten, in denen sich plötzlich Türen schließen. Möglichkeiten, die so fest in deinem Leben verankert scheinen. Sie ist ein Job, ein Beziehung oder eine Chance. Verschwunden ohne Worte. Dies kann zunächst verwirrend und frustrierend sein, besonders wenn man nicht wüsste, warum es passiert. Aber genau diese geschlossenen Türen können ein klares Zeichen dafür sein, dass Gott dich auf einen neuen, besseren Weg führt. Was wir als Verlust sehen, ist oft nur ein Umweg,
der uns zu einem größeren Plan bringt, den wir noch nicht erkennen können. Die Bibel sagt, dass Gott Weg für uns ebnet, die wir oft nicht verstehen. Wissenschaftlich betrachtet spricht man in der Psychologie vom Loslassen, einem Prozess, bei dem der Mensch lernt, das Alte hinter sich zu lassen, Platz für Neues zu schaffen. Gott nutzt diesen Prozess, dich vorwärts zu bringen, weg von dem, was dir nicht mehr dient. Wenn sich ein Tür schließt, mag es schmerzhaft sein, aber vertrau darauf, dass Gott bereits ein an der Tür für dich öffnet. Ein dich nachher zu den Istmann bringt. Manchmal braucht es Mut, sich von einer geschlossenen Tür zu lösen und den Blick nach vorn zu richten. Dort die Türen, die sich öffnen, bringen dich in eine Richtung, die sich öffnen, bringen dich in eine Richtung. Sie führen dich zu neuen Chancen, neuen Menschen und neuen Wegen, die besser zu deinem göttlichen Plan passen. Es ist wichtig, nicht in der Vergangenheit festzustecken, sondern zu erkennen, dass Jeji geschlossen Teil des großen Bildes. Gott verändert dein Leben, indem dir sagt, dass du bereit bist für den nächsten Schritt. Es gibt Phasen im Leben, in denen das Verlangen nach Veränderung und persönlichem Wachstum immer stärker wird. Dinge, die früher in den Alltag genug waren, reichen plötzlich nicht mehr aus. Bürst eine neue Sehnsucht, dich weiter zu entwickeln, mehr zu lernen und tiefere Verbindungen zu deiner eigenen Spiritualität, die einem wahren Selbst aufzubauen. Dies ist ein mächtiges Zeichen, dass Gott in deinem Leben wirkt. Weckt in dir das Bedürfnis, über das hinaus zu wachsen, was du bisher warst, das Potenzial zu entfalten, das in dich gelegt hat. In der Psychologie nennt man dies oft Selbstaktualisierung, den inneren Antrieb, der uns dazu bringt, unser volles Potenzial zu erkennen. Doch im spirituellen Sinn ist es mehr als nur persönliches Wachstum. Es ist der Ruf Gottes, dich auf eine höhere Ebene zu führen, sowohl in deinem Glauben als auch in deinem Alltag. Wenn du dieses starke Verlangen nach Veränderung und Wachstum spürst, bedeutet das, dass Gott dich darauf vorbereitet, größer das Gott dich bereit. Dieses Verlangen kann sich auf verschiedene Weisen zeigen. Vielleicht willst du neue Fähigkeiten erlernen, dich intensiver mit deiner Glaubenspraxis beschäftigen oder deiner Glaubenspraxis beschäftigen oder den Beziehungen zu effektivieren. Gott gibt dir dieses Bedürfnis, will dich auf die nächste Phase deiner Reise vorbereitet. Es ist, als ob dir sagt, du bist bereit für mehr, du bist bereit, du bist bereit, du bist bereit, über die bisherigen Grenzen hinauszuwachsen. Nimm diese Sitzen und folge diesem Drang nach Wachstum, denn es ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Gott dabei ist, dein Leben zu verändern und dich auf etwas Größeres vorzubereiten. Wenn es scheint, als würden die Herausforderungen in deinem Leben plötzlich intensiver werden, konnte dies ein Zeichen dafür sein, dass Gott aktiv in deinem Leben wirkt. Es ist eine universelle Wahrheit, dass in Zeiten des Wahrheit, das in Zeiten
Dies Herausforderungen sind nicht dazu da, dich zu brechen, sondern dich zu stärken. Sie sind ein wesentlicher Teil der Veränderung, die Gott in deinem Leben, bei Gott in deinem Leben bewirkt. Oft nutzen Menschen dies seitdem, umhergejult. Gott lässt Prüfungen zu, denen Charakter zu formen und dich auf größere Aufgaben vorzubereiten. Im Buch Jakobus hieß es, seht es als ist ein besonderen Grund zur Freude an, mein Bruder, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmacht. Denn ich wisst, dass die Bewahrung ihres Glaubens Standhaftigkeit bewirkt. Die Standhaftigkeit, die du durch Herausforderungen entwickelst, bereitet dich auf das vor, was Gott für dich bereithält. Die Schwierigkeiten sind wie ein Training. Sie helfen dir, stärker, weiser und bereit für den Nächsten. Sie helfen dir, stärker, weiser und bereit für wissenschaftlich gesehen wissen wir, dass Stress und Herausforderungen unser Gehirn und unseren Geist schaffen. Studien zeigen, dass Menschen nach überwundenen Schwierigkeiten oft mit mehr Resilienz und innerer Stärke forschen. Im spirituellen Kontext bedeutet dies, dass Gott dich formt, größere Aufgaben in deinem Leben zu bewältigen. Je größer die Herausforderung, desto größer die Herausforderung, desto größer kann die Belohnung sein, die danach kommt. Wenn du also das Gefühl hast, dass das Leben dich prüft, erinnere dich daran. Gott arbeitet hinter den Kulissen, dich zu stärken und auf das vorzubereiten, was vor dir liegt. Es kommt eine Zeit, in der du plötzlich spürst, dass dich etwas zu neuen Menschen oder sogar zu neuen Orten zieht. Vielleicht fühlst du eine innere Neugier oder ein unerklärliches Anziehung zu Menschen, die du bisher nicht gekannt hast, oder so. Dies ist oft ein starkes Zeichen, dass Gott dich in eine neue Phase deines Lebens führt. Stellt dir Menschen und Situationen zur Seite, die dir helfen sollen, den nächsten Schritt auf deinem Weg zu machen. Manchmal bringt Gott bestimmte Menschen in dein Leben, dir neue Perspektiven zu zeigen, dich zu ermutigen oder dich auf eine höhere Ebene zu bringen. Dich auf ihr, meinen sie neuen Beziehungen, können Freundschaften. Diese Menschen sind Teil ihres Plans, dich auf deine Reise zu unterstützen. Gott benutzt oft neue Beziehungen, dich zu formen und weiter in dich zu formen und weiter in den Bestimmung zu führen. Auch Orte spielen eine Rolle in diesem Prozess. Vielleicht spürst du Wunsch, einen neuen Arbeitsplatz zu betreten, in eine andere Stadt zu betreten, in eine andere Stadt zu ziehen oder dich einfach in einer anderen Umgebung aufzuhalten. Diese neuen Orte können dir die Inspiration und Klarheit geben, die du brauchst, weiter zu wachsen. Solche Veränderungen im Umfeld sind kein Zufall. Sie sind dein göttliches Werkzeug, dich in eine neue Richtung zu lenken. Wenn du also merkst, dass du dich zu neuen Menschen oder Orten hingezogen fühlst, sogar nicht, es ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass Gott dich auf einen neuen Weg führen will, Oft nie den hörst,
und die einen Geist für diese Veränderungen, denn sie konnten der Schlüssel zu einem größeren Plan sein, den Gott für den Leben hat. Es gibt Momente im Leben, in denen Dinge, die dir einst Freude oder Erfüllung gebracht haben, plötzlich eine Bedeutung verlieren. Alte Gewohnheiten, Routinen oder sogar Hobbys, die früher einen wichtigen Platz in deinem Leben eingenommen. Das kann ein starkes Zeichen dafür sein, dass Gott in deinem Leben wirkt und dich dazu aufruft, dich von dem zu trennen, was nicht mehr zu trennen, was nicht mehr zu deinem neuen Weg passt. Oft bedeutet dies, dass du bereit bist, dich von Verhaltensweisen zu lassen, die dich in der Vergangenheit wirklich zurückgehalten haben. Es kann bedeuten, dass du schlechte Gewohnheiten, negative Gewohnheiten, negative Denkweisen oder sogar Beziehungen loslässt, die dir nicht klappen. Wenn du merkst, dass alte Muster nicht mehr funktionieren, ist das ein Hinweis darauf, dass Gott dich auf ein tiefer Ebene führen möchte. Er entfernt das, was nicht mehr mit dem Herrn selbst übereinstimmt, damit du Platz für neue, bedeutungsvolle Veränderungen schaffen kannst. In der Psychologie spricht man oft von persönlichem Wandel, wenn Menschen alte Verhaltensweisen loslassen und sich auf eine neue Identität zu bewegen. Doch im spirituellen Kontext ist es Gott, der dich transformiert. Wenn alte Gewohnheiten nicht mehr zu dir passen, bedeutet das, dass du aufgerufen bist, in die Bestimmung hineinzuwachsen. Es ist, als ob Gott dich darauf vorbereitet, ein neues Phase Leben zu betreten, ein neues Phase zu betreten. Anstatt an den alten Gewohnheiten festzuhalten, solltest du diesen Wandel willkommen heißen. Es ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen, dass Gott dich in eine neue Richtung lenkt, die mehr Erfüllung und Wachstum bringt. Lass die alten Dinge, lassen sie offen für das Neue, das in dein Leben treten will. Es gibt Phasen im Leben, in denen du plötzlich das Gefühl hast, dass sich ein innerer Nebel lichtet. Du bekommst mehr Klarheit darüber, was du wirklich willst oder was als nächstes in deinem Leben ansteht. Dies gestigierte Intuition, dieses tiefer Wissen, das scheinbar aus dem Nichts kommt, ist oft ein Zeichen dafür, dass Gott in deinem Leben arbeitet. Er gibt dir nicht nur eine Richtung vor, sondern auch die Weisheit, dies Richtung zu erkennen zu verstehen. Manchmal fühlt es sich so an, als ob die Antworten, die du lange gesucht hast, plötzlich auf natürliche Weise in deinem Geist auftauchen. Entscheidungen, die zuvor schwer und wirr waren, werden klarer. Du weißt einfach, was der richtige nächste Schritt ist, auch wenn es logisch nicht immer Sinn ergibt. Diese Klarheit ist ein Geschenk Gottes. Es ist seine Art, dir zu zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass er dich richtig Richtung lenkt. Es gibt auch wissenschaftliche Hinweise darauf, dass unser Gehirn in Zeiten der Veränderung auf subtile Weise Informationen verarbeitet, die wir bewusst gar nicht sehen. Dies inneren Impuls, die wir oft als Intuition besitzen, sind nicht zufällig. Im spirituellen Kontext sind sie ein klarer Hinweis darauf, dass Gott dir hilft, die richtige Entscheidung, selbst wenn die äußeren, zu treffen,
selbst wenn die äußeren Umstände chaotisch erscheinen. Wenn du also spürst, dass du mehr innere Klarheit oder eine stärkere Intuition erlebst, nimm das als Zeichen, dass Gott dich führt. Es ist ein Hinweis darauf, dass du in Harmonie mit darauf, dass du in Harmonie planst. Vertrau diesem Gefühl, auch wenn es manchmal unerwartet kommt. Gott spricht oft durch dies Stillen, aber kraftvollen Momente der Klarheit und Lied der Klarheit und lettet dich auf den Weg, den für dich vorbereitet hat. Es gibt Momente in unserem Leben, in denen wir anfangen, uns auf tiefere Weise mit unserem wahren Selbst zu verbinden. Dinge, die uns vorher aus der Bahn geworfen haben oder ihnen ist verloren fühlten, verliere ihre Bedeutung. Stattdessen verspürst du ein starkes Gefühl von innerem Frieden und Authentizität. Das ist ein Klärzeichen dafür, dass Gott in deinem Leben arbeitet und dir hilft, dich selbst so zu erkennen, wie dich geschaffen hat, in deiner wahren, am vollsten Form. Dies Erfahrung des Einklangs mit deinem wahren Selbst bedeutet, dass du alte Masken oder Rollen ablegst, die du vielleicht lange getragen hast, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Du erkennst, dass du nicht länger in einem Leben leben musst, das von äußeren Meinungen geprägt ist. Stattdessen fühlst du dich berufen, so zu leben, wie du wirklich bist, frei von den Zwangen der Welt. Dies ist ein kraftvolles Zeichen göttlicher Führung, denn Gott möchte, dass du dein Leben in der Fülle und Authentizität lebst, die für dich vorgesehen hat. Im psychologischen Sinne spricht man oft von Selbstverwirklichung, wenn Menschen beginnen, in Einklang mit ihren innersten Wünschen und Überzeugungen zu leben. Doch auf spiritueller Ebene zu leben, jagt es noch tiefer. Wenn du spürst, dass du mehr mit deinem wahren Selbst in Kontakt kommst, bedeutet das, dass Gott da seid, wer du wirklich bist. Entfernt all das, was dich von deinem wahren Wesen getrennt hat, und führt dich zu einem wahren Wesen getrennt hat, und führt dich zu Leben. Diese innere Harmonie ist ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Gott sagt dir, dass du die wahre Bestimmung annimmst und das Leben lebst du gehst und das Leben lebst, für das du geschaffen wurdest. Vertrau darauf, dass die Verbindung zu deinem wahren Selbst ein göttliches Zeichen dafür ist, dass du in Harmonie mit den höheren Zweck lebst. Ein starkes Zeichen dafür, dass Gott dein Leben verändert, ist der Frieden, den du tief in dir tragst, auch wenn die äußeren Umstände chaotisch oder unsicher sind. Es gibt Zeiten, in denen wir uns mitten im Sturm befinden, in denen wir uns mitten im Sturm befinden, in denen wir nicht doch statt von Angst oder Sorge überwältigt zu werden, verspürst du ein seltsam Ruhe, einen Frieden, der nicht aus der Situation selbst, sondern aus etwas viel Größerem stammt. Dieser Frieden ist ein Geschenk Gottes, ein Zeichen, dass die Kontrolle hat, auch wenn die Dinge dich herum unsicher erscheinen. In der Bibel wird diese Freude oft als Freude, der alles Verstehen übersteht, beschrieben. Dies ist ein innerer Zustand, der nicht von äußeren
Umständen abhängt. Selbst wenn der Weg vor dir unklar ist oder du vor großen Veränderungen stehst, spürst du tief in deinem Herzen, dass alles so geschieht, wie es geschehen soll. Dieser Frieden ist ein Zeichen davor, dass Gott dir sagt, dass dich führt, auch wenn du den nächsten. Wissenschaftlich gesehen ist dieser Zustand des inneren Friedens oft ein Resultat von Vertrauen und Akzeptanz. Wenn du gelernt hast, den Dingen zu vertrauen, die du nicht kontrollieren kannst, erlangst du ein innere Ruhe. Spirituell gesehen ist dies jedoch der Beweis, dass Gott in deinem Leben wirkt. Gibt dir die Gewissheit, dass du nicht allein bist und dass einen Plan für dich hat, selbst wenn dieser Plan noch nicht vollständig offenbart ist, Wenn du also inmitten von Unsicherheiten Frieden empfindest, ist das ein klares Zeichen dafür, dass Gott dein Leben verändert. Diese Freude ist das Fundament, auf dem du den Glauben und den Vertrauen, an dem Vertrauen in seine Verhörung aufbauen kannst. Eins der deutlichsten Zeichen dafür, dass Gott dein Leben verändert, ist eine verstärkte spirituelle Verbindung zu ihm. Du merkst vielleicht, dass du oft den Drang verspürst, subiten in dein Stil zu gehen oder in Fachsentiment Gott zu verbringen. Dies tiefe Sehnsucht nach Gottes Gegenwart ist ein klares Zeichen dafür, dass in deinem Leben arbeitet und dich nachher zu sich sieht. Es ist, als ob dein Herz und deine Herz und dein Ziel auf eine neue Frequenz, ein Ziel auf ein. Diese verstärkte Verbindung sieht sich oft in einer gestigerten Sensibilität für geistliche Dinge. Du wirst aufmerksamer für Zeichen, Botschaften und sogar kleine Wunder, die Gott in dein Leben bringt. Du fühlst dich nicht mehr allein, sondern geführt und beschützt, selbst in den schwierigsten Zeiten. Das ist Gottes Art, dir zu siegen, dass immer bei sie zeigen, dass immer bei dir ist und dich auf deinem Weg begleitet. Psychologisch betrachtet gibt es in vielen spirituellen Traditionen den Begriff der transzendenten Erfahrung, bei der Menschen das Gefühl haben, über das Materielle hinaus in ein tiefer Ebene des Seins einzutauchen, des Seins zu kennen. Eine spirituelle Erfahrung ist ein Zeichen dafür, dass Gott deinen Weg leitet und dein Vertrauen in ihn ist stark. Diese Verbindung ist wie ein Kompass, der dich in unsicheren Zeiten sicher führt. Wenn du also merkst, dass du ein tiefer Nähe zu Gott verspürst und dass die Beziehung zu intensiver wird, nimm dies als Zeichen an, dass in deinem Leben wirkt. Es ist ein, dass in deinem Leben wirkt. Es ist eine Einladung, noch mehr an zu vertrauen. Diese Verbindung ist das Fundament deines Glaubens und zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Nachdem wir nun über die Tensichen gesprochen haben, die darauf hindeuten, dass Gott dein Leben verändert, ist es an der Zeit, all dieses an der Zeit, all diese Informationen zu reflektieren. Vielleicht hast du dich in einigen dieser Ansichten wiedergefunden. Wenn das so ist, dann sei dir bewusst, dass du nicht allein bist. Diese Veränderungen, die du durchmachst, sie es anbehegen, geschlossen, Touren, nur sie nicht zufällig
sei sind Teil von Gottes großem Plan für dich. Es ist wichtig, dass du in diesen Zeiten des Wandels Vertrauen entwickelst. Vertrau darauf, dass alles, was geschieht, zu deinem Besten ist, auch wenn es im Moment schwer zu verstehen ist. Halte deinen Plan für dein Leben und jeder Schritt, den du gehst, bringt dich nachher zu dem, was für dich vorbereitet hat. Oft erkennen wir die Bedeutung dieser Siegen erst im Nachhinein. Doch wenn du auf bleibst im Nachhinein, doch wenn du auf Boswillen hinsiehst, wirst du sehen. Nun liegt es an dir, die Decision in deinem eigenen Leben zu erkennen und zu akzeptieren. Vielleicht ist es an der Zeit, sich neuen Möglichkeiten zu öffnen, alte Gewohnheiten loszulassen oder einfach mehr. Sieht ihn, möchte, dass du ihm vertraust und dich wohl gehst und ganz auf den Weg ihn lässt, den für dich vorgesehen hat. Wenn du diesen Prozess der Veränderung durchmachst, ermutige ich dich, weiterhin in deinem Glauben zu wachsen. Teile deine Erfahrungen mit anderen, die vielleicht ähnlich gehen. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, lass uns wissen, welche Zeichen du in deinem Leben bereits erkannt hast. Teile es mit anderen, die vielleicht ebenfalls nach Antworten suchen. Und abonniere den Kanal für weitere inspirierende Inhalte. Bleib gesegnet und vertraue darauf, dass Gott dich auf diesem Weg begleitet.